Yes! Sir. Willkommen bei Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeneyman. Na, aber hallo. Und natürlich auch mit dir und 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 dir. Und heute mit Yeah, Baby Metal mit Catch Me If You Can. Ansage hier. Danke, danke. Es wird eine krasse Nummer, glaube ich. Catch Me If You Can. Live-Performance. Turn the guitar up, man. Cool. Wow. Die Bühne war gerade geil. Krass. Ah, hast du es gesehen? Krasse Stage. Ich spiele in der Mitte und dann von 3 Seiten so das Publikum. Also da sieht man schon mal, was man für einen Bühnenaufbau haben kann. Okay. Erstmal eine 40 Meter lange Bühne so. Oh, schöner Halt gerade hier. Ja. Also vom Bild, den du getroffen hast, Sweeneyman, danke dir. Krass, erstmal analysieren. Jeder hat erstmal irgendwie seinen eigenen Spot, wie so eine kleine Bühne auf der Bühne, wenn ich das richtig sehe. Ja, durchaus. Na, hier vorne, weiß ich nicht, Bass oder halt Platz haben wir. Dann dahinter Schlagzeug. Gitarre. Und so geht es auch weiter. Die Bühne geht in alle Richtungen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie viele Leute das sind. Das werden wir gleich sehen. Alles klar, du. Zieh mich gerade. Toll, die Kostüme auch dazu. Alle in weiß gehalten. Eigentlich sehr, sehr schlicht, aber sehr überzeugend. Definitiv. Der Geister. Die Geist an der Gitarre. Ja, schönes Solo erstmal zum Warmwerden, oder? Ja. Lass mal reinhören. Ach, schön. Manchmal stoppt das Bild auch einfach schön. Oh, Finger. Nice. Exzellent gespielt. An den ganz hohen Noten. Ah, schön. Fetter Sound auch. Spot auf den Geist. Okay, die bunte pinke pinke Gitarre. Schönes Ding. Sie machen jetzt alle ihren Flash, Alter. Jeder erstmal wird ins Spotlight gerückt. Aber ich finde jetzt zum Beispiel krass, dass das an Anfang kommt. Der Song hat doch gerade angefangen. Ja, ist ein lustiger Aufbau, ja. Also ganz anderer rhetorischer Aufbau. Lange Matte, Support und lange Matte. Oh! Slap. Bass. Solo. Sein Mund, er geht noch richtig mit ab. Aber er hat auch Speed drauf. Heftig. Drum Solo. Der Hubschrauber. Ne, ich nenne es immer den Hubschrauber einfach. Der Hubschrauber? Ja. Er ist doch so wie Hubschrauber fliegen, so flap, 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 flap. Ah, ja, okay, jetzt weiß ich. Deswegen der Hubschrauber. Völlig krass. Sportliche Leistung einfach mal. Auch so zu drummen, ne? Wir hatten das ja auch hier bei Sesmus ganz kurz in der einen Folge. Boah. Aber auch richtig geil, so auf jeden Nimmt Fall. mich voll mit schon wieder. Richtig spannend auf jeden Fall, dass hier es umgedreht wurde. Normalerweise kommen die Solos meistens am Ende. So, ne? Also Es ist jetzt natürlich die direkt Frage. am Anfang, alle zeigen erstmal so, yeah. Nach dem Motto, sie knallen jetzt voll rein und dann lame so der Song ab, oder wie? Ich glaube Interessante nicht. These, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die setzen noch einen drauf. Okay. Ja, auch alle am Abgehen, Alter. Ich finde auch gerade wieder mal ein perfekter Stopp. Schau mal, auch so das Bühnenbild. Was sind das? So 3 Füchse im Hintergrund? Sieht so aus, ne? Und dann aber so mit dieser Königshaube so ägyptisch von den alten Pharaonen so ein bisschen. Voll.
Auch cool, so einfach dieser strange Style. Schau dir mal diese riesige Bühne an. Voll, das ist so Links und rechts. Mammutteil. 2 LEDs, die jeder, hier zwei LED-Fernseher-Style, weißt du, die jeder von uns gerne im Schlafzimmer hätte. So, wow. Erstmal so ein großes Schlafzimmer haben, Alter. Auch hier oben, schau mal die Boxen oben. Ja, die Boxen Jetzt mal sind ganz kurzer Fokus einfach mal auf die Location. Also erstmal, vielleicht sind ja Zuschauer und Zuschauerinnen unter uns oder unter euch da draußen, die schon mal in solchen Spots aufgetreten sind. Ich denke mal, viele von euch waren schon auf krassen Konzerten, aber dann wisst ihr auch, das ist so, das ist keine Ahnung, was hätten wir hier so, Mercedes-Benz Arena? Ja, das sind Das ist so dieses Niveau, Olympiastadion. 40.000, 50.000 werden das schon sein. So. Puh, was für ein Riesenspot. So. Krasses Ding. Okay. Völlige Kontroverse. Cool. Okay. So total Anime-mäßig. Ne? So die Bewegung völlig überzogen. Ganz Voll tolles Schauspiel. Auch die Choreo. Ne? Dazu die Kostüme. Also ich meine, ich habe jetzt schon einiges auch an Metal und Heavy Metal gehört in meinem Leben. Aber das habe ich noch nie erlebt. Die Mischung zwischen... Die Kontroverse, völliger Knaller wieder. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt mal sieht, wie viele Anime Leute darauf abgehen. Anime und Metal. Ja. Das ist cool. So, mit den Shadowbilds, das ist am Tanzen. Herrlich. Und dazu diese tiefe Stimme. Ja, ne, im Hintergrund. Völlig crazy. So. Klar, jetzt kann man natürlich jetzt auch wieder rein interpretieren, Himmel, Hölle, was auch immer. So. Catch me if you can. Ne, weil natürlich diese tiefe Stimme im Hintergrund haben, jetzt die Mädels da in Rot mit dem Schwarz. Wie gesagt, ihr merkt, es gibt natürlich auch wieder ganz viel Interpretations- und Spielraum. Ist klar, bei Heavy Metal und im Rock'n'Roll sowieso ist auch immer dieses so Teufel auch ein Thema. Ne, da haben wir dann so ein bisschen die christliche Mythologie natürlich auch mit angehaucht. Ist Teufel halt immer ein Thema. Ne, so dieses Gehörnte oder auch dieses Rock'n'Roll-Zeichen, weil Menschen sagen, man, das ist einfach nur ein Rock'n'Roll-Zeichen. Die anderen so, nein, du machst Zeichen des Teufels nach, so nach dem Motto. Ja. Aber hast es halt auch auf etlichen Covers und es ist natürlich auch das Provozieren. Musik ist auch rebellisch, möchte provozieren, das darf man nicht vergessen. Das ist einfach auch so. Gerade nicht umsonst. Und spielt auch mit Symbolik. Natürlich spielt auch mit Symbolik ganz viel. Es ist ein künstlerischer Prozess im Endeffekt. Und Musiker und Musikerinnen, die machen sich da auch gerne drüber lustig. Einfach nur so nebenbei. Ne, gibt's auch welche, ja. Ne, weil Leute, die Musik hat mit Freiheit zu tun. Und Musik und Freiheit geht einfach immer Hand in Hand. Das ist einfach so. Zum einen die Freiheit, Musik zu machen. Zum anderen sich frei zu fühlen in seiner Seele, in seinem Selbst beim Musikmachen. Und natürlich auch jetzt mal einen kleinen Touch, ausnahmsweise mal politisch. In der Geschichte hat es sich immer gezeigt, wenn Menschen, anderen Menschen es verbieten, Musik zu machen. Das heißt nicht umsonst, nur böse Menschen singen keine Lieder. Oder hören keine Musik. Ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Floskel, die ich jetzt gerade sage. Ne? Aber das spielt da alles mit rein für mich. Diese Performance. Ist einfach völlig ungewohnt. Ja. Kennt man einfach nicht auf der Bühne, auch völlig ungewöhnlich. Toll gespielt von den Damen. Es ist auch wieder Frage-Antwort. Die Stimme der Mädels mit der tiefen, harten Stimme im Hintergrund. Voll. Ne, wenn man dieses ich verstehe es jetzt natürlich nicht, deswegen mache ich jetzt nur akustisch sozusagen den Flow nach oder die Melodie. Aber doch, ich musste 2-3 Mal hören, um das hinzukriegen, aber das scheint der Refrain auch zu sein in dem Stück. Ja.
kurz Pause. Das ist interessant, was sie gerade rhetorisch gemacht hat. Das ist so diese totale Animationsrhetorik. Ich sag vor, du sagst nach. Simon Says. Super cool. Also wir merken natürlich auch, es ist ein Riesenprojekt. Diese ganze Band Baby Metal ist ein Riesenprojekt. Wir haben hier absolute Meister und Meisterinnen in ihrem Fach. So, jetzt haben wir hinten, ich glaube, es waren überwiegend Performance der 3 und Gentlemen so. Die Band hinten. Gleich erstmal mit den Solos am Anfang. So, ganz starke Performance mit den Solos. So, kennen wir natürlich auch aus anderen Folgen. Erstmal ist ein rhetorisches Mittel zu zeigen. Eat this. Ja. Guck mal, das ist unser Level. Und dann Wechsel zu den Mädels. Und dann kommt genau die Gesamtperformance und dann natürlich der Wechsel zu den Damen. Die Damen sind auch als einzige in Rot natürlich gehalten. Rot ist natürlich auch eine Farbe, die immer sehr aufmerksamkeitserregend ist. Das ist so ein urinstinktives Ding. Und Rot ist eine Signalfarbe. Genau, dankeschön. Signalfarbe war das Wort, was sie gekriegt hat. Ey, ohne Sweeney-Man, ihr seht, ich wäre manchmal so aufgeschmissen hier in der Sendung. Und dann haben wir hinten natürlich auch die anderen in weiß und dann immer so ein bisschen geistermäßig. Ne, was noch mehr so in den Hintergrund rutscht. Natürlich zum einen ein tolles Bühnenbild ergibt. Und man auch ein schönes Thema hat. Aber auch natürlich total im Kontrast dann jetzt zu den jungen Damen stehen, so im Vordergrund. Die eine ganz, ganz tolle Performance hier leisten. Muss alles ganz, ganz doll geprobt werden. Auch jetzt hier mit dem hohen, ja, wie soll man sagen, mit der Hochbühne. Podest. Ja, wieder mal, Dankeschön. Ihr merkt, ich bin schon wieder so geflasht, dass mir die richtigen Worte nicht einfallen dafür. Ja, mit dem Podest. Das ist alles nicht ganz einfach. Mit der Hebebühne. Wenn dir da irgendwie was misslingt oder man da auch ausrutscht, in dem Fall Frau ausrutscht, das ist dann auch nicht schön. Ne, damit ist dann die Show dahin, etc. bla, wirkt unprofessionell. Also alles muss sehr, sehr gut und sehr, sehr lange eingeübt und einstudiert worden sein. Stilistischer Wechsel. Erinnert mich jetzt auch ganz stark wieder an so die Musik, dann wieder auch aus Comics oder aus Zeichentrick, aus Animes. Ne, genau die Stelle, die sie gerade gesungen haben. So dieser musikalische Wechsel, der Übergang. Ich finde das eine tolle Kombination. Du kannst ja theoretisch musikalisch alles mischen. Die Frage ist immer nur, ob es danach... Wie? Genau, wie? Ob es danach schön klingt oder ob es völlig daneben ist oder nur... Ja, Musik ist halt auch immer eine Gefühlssache. Und Menschen, wir sehen ja auf jeden Fall Menschen, die anscheinend zum Heavy Metal starkes Gefühl haben. Und natürlich auch, zu diesem Anime-Touch. Klar. Einfach ganz, ganz, ganz tolle Sache. Solo. Und die Bass ist ordentlich am Hitten. Auch das Klangbild ist krass. Jawohl. Schon. Ja, sie spielen natürlich da mit ganz, ganz vielen Sachen so, das ist völlig klar. Und dann wieder dieser Wechsel. Totaler Ohrwurm, ne? Die Stelle. Okay, Ja, das ist jetzt aber ein Zusammenschnitt doch von mehreren Shows. Von mehreren Shows? Na, schau dir doch jetzt mal ganz kurz die Kostüme an von den Damen. Eben gerade waren sie in Rot. Haben sie gerade gewechselt? Oder es gibt ja Kleidungsstücke, die können sozusagen die Farbe umswitchen. Also bei Mager-Shows etc. bla, das ist ja, kann natürlich jetzt ein Zusammenschnitt von vielen... Oder es ist halt ein Zusammenschnitt, aber auf jeden Fall cool. Oder es ist einfach nur im roten Licht, wirken sie anders? Und meinst du das mit Beleuchtung, ne?
verschiedene Shows. Doch, das sind verschiedene Kostüme. Wäre ein wenig zu schnell, so. Piu. Neues Ja, auf Kostüm. jeden Fall Power und Action, auch Harmonie mit drin. Es ist eine absolut freakige, interessante Mischung von Sound her. Also ein völlig neues Klangbild einfach. Voll so Heavy Metal, sag ich mal, meets Anime. Ja, Auch vom Sound ja, her. also auch vom Sound her. Ich find's cool. Ich find's cool. Oh, und jetzt nochmal heftig rein. Du hast da mehrere Ohrwürmer drin. Das ist ja auch Hammer. nach so einem Spiel, Catch Me If You Can, ne? Also sozusagen, fang mich, wenn du kannst. Also, Es gab halt einen Film mit Leonardo DiCaprio. ja, gibt Catch Me If You Can, ne? gibt So, also diverse da kenne ich ja Sachen, den ne? Titel Das ist jetzt ja am auch ein meisten. Kinderspiel, so. Also, Ach so, das gibt's auch als Kinderspiel. das ist ein Kinderspiel. Okay. Fang mich, wenn du kannst, so. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, wenn ihr wisst, welche Art ist. Einfach nur fangen oder was? Tja, das Catch Me If You Can. Ich bin wahrscheinlich schon mit Bart auf die Welt gekommen, deswegen habe ich keine Ahnung, wovon Sweeney Manny gerade redet. Wenn ihr es wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare und spendet mir einen Kaffee, damit ich auch die Muße habe, das zu studieren. Klasse Endbild. Wow. Jawohl. Wow. Also ganz, ganz große meisterliche Rhetorik, also gerade auch auf der Bühne, das mit dem Licht und alles so umzusetzen. Wir sehen es, riesige Shows, super beliebt anscheinend und auch Baby Metal ist in Japan angesagt. bestimmt mega bekannt so. Mich hat's krass geflasht. Schöne Mischung Schreibt aus uns rein, Anime und Metal, ja. wie krass es dich geflasht hat. Oder dich, oder dich, oder dich. Und auf jeden Fall, Hammernummer. Ich denke, das war's dann auch von unserer Japan-Tour erstmal vorerst. Checkt Wenn- auch unsere anderen Folgen ab, die wir hatten. Und zwar hatten wir Nigen Izu. Genau. Und Wagaki Band war auch mit dabei. Völlig heftig, alles völlig Sehr unterschiedlich. konträr. Das war unsere Japan-Woche von uns.